Die Messerangriffe von Solingen und Mannheim im Juni diesen Jahres, sie haben Parallelen. Denn beide Taten wurden von zuvor unscheinbar abgelehnten Asylbewerbern verübt. Beide, sowohl der Syrer als auch der Afghane, hielten sich illegal in Deutschland auf, verübten ihre Taten mit Messern und radikalisierten sich offenbar mit der IS-Terrormiliz über soziale Netzwerke. Und genau das beunruhigt die Sicherheitsbehörden immens, denn die eingerichteten Frühwarnsysteme sind bisher auf Verdächtige ausgerichtet, die sich in bekannten Kreisen radikalisieren oder straffällig werden. Vor der Flüchtlingsunterkunft, in der der mutmaßliche IS-Terrorist Isa al-Hassan gelebt hat, drehen die Beamten auch Tage nach der Tat wortwörtlich jeden Stein um. Sie sind auf der Suche nach Antworten. Denn vor dem Attentat war er den Behörden offenbar nicht bekannt, flog unter dem Radar. Keine Strafakte, war nicht als radikaler Islamist auffällig geworden. Auch ein Helfer aus der Flüchtlingsunterkunft beschreibt ihn als unscheinbar. Also ein ziemlich ruhiger Typ, hat immer Hallo gesagt, immer so ein bisschen mit Kopf gesenkt, aber trotzdem immer freundlich, hat auch einen angeguckt beim Hallo sagen. Wie also wird aus einem 26-jährigen Syrer, der in Deutschland Schutz sucht, ein mutmaßlicher IS-Terrorist? Erklärungsversuche vom ehemaligen Chef des Bundesnachrichtendienstes. Wir erleben im Augenblick hohe Emotionen bei vielen Muslimen. Das hat zu tun mit dem Gaza-Krieg, das hat was zu tun mit der Situation im Nahen Osten. Und wir haben in unserem Lande Muslime, aber nicht nur Muslime, die gewaltbereit sind, die eingewandert sind bei uns und die empfänglich sind für solche Botschaften, wie sie von der IS ausgestrahlt werden. Seit 2015 beobachtet der Verfassungsschutz, dass islamistische Gruppierungen gezielt in Flüchtlingsunterkünften für ihre Terroragenda werben. Mittlerweile radikalisieren sich islamistische Attentäter häufig online. Doch TikTok-Terroristen hinterlassen digitale Spuren. Und das weiß auch der IS. Eine weitere Untergruppe an Attentätern scheint da noch weitaus gefährlicher. Wir wissen, der IS, andere Terrororganisationen haben viele Leute nach Deutschland geschleust, die als sogenannte Schläfer fungieren. Das sind Personen, die teilweise ja vorher überhaupt nicht auffallen. Die begehen keine Diebstähle oder Gewalttaten oder sonst was, sondern sie warten bis zu dem Punkt, wo sie die Anordnung bekommen und jetzt gehst du los und jetzt wirst du töten. Auch das Attentat von Mannheim haben die Behörden nicht kommen sehen. Der Attentäter aus Afghanistan galt als gut integriert. Doch offenbar alles nur Fassade. Ende Mai startete der Islamist einen Angriff auf die westliche Welt, offenbar in Eigenregie. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Ein Polizist kam durch den Attentäter ums Leben.